Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Karim. Ich freue mich heute besonders, euch begrüßen zu dürfen bei einem neuen Video. Ich bin momentan noch ein bisschen voll mit Endorphinen, denn der Ralf und ich, wir haben bereits die ersten Kurven hinter uns. Wir befinden uns hier auf einer Insel, die die Griechen bereits Kalliste nannten, die schönste. Genauer gesagt ist das hier Korsika. Diese Insel, die erstreckt sich von Nord nach Süd über 183 Kilometer, von West nach Ost über 90 Kilometer und hat eine Fläche von 9000 Quadratkilometern. Um das in etwa einschätzen zu können, sie ist damit also circa 1/3 größer als der Schwarzwald. Sie wird auch genannt die Insel der Berge. Das kommt daher, gleich wenn man in Bastia ankommt, habt ihr gleich im Hinterland, seht ihr ein riesiges Gebirgsmassiv. Und bereits 30 Kilometer vom Landesinnern entfernt befinden sich über 70 Gipfel mit über 2000 Metern Höhe. Darunter ist der Monte Cinto, der höchste von diesen Bergen mit 2706 Metern, der damit schon alpines Niveau erreicht. Ich bin ungeheuerlich aufgeregt und freue mich riesig mit dem Ralf, nun 5 gemeinsame Fahrtage auf dieser Insel zu haben. Ich hoffe, ihr habt auch Gefallen daran. An unserem heutigen ersten Tourtag haben wir noch eine kleine Mission vor uns und die betrifft den Ralf. Der hat nämlich zu Hause an seiner Wand ein spezielles Bild hängen. Ralf, was kannst du uns dazu erzählen? Ja, ist ein Ölgemälde von Manfred Feiler und der hatte irgendwann in den 30er Jahren auf Korsika Landschaftsbilder gemalt und eins davon haben wir von Kabis Oma geerbt und das hängt nun bei uns im Flur und ich möchte gerne noch ein Bild machen, wie es heute aussieht, aus der gleichen Perspektive, wie der Maler damals sein Motiv gezeichnet hat. Mhm. Welchen Ort betrifft es? Calvi. Calvi, genau. Das wird nämlich heute unser Etappenziel sein. Mal sehen, ob wir das auch finden, was der Ralf dort an der Wand hängen hat. Wir haben Bastia bereits weit hinter uns gelassen und umfahren das Kap Corse mit seiner atemberaubenden Küstenstraße. Der Straße immer folgend werden wir irgendwann von ganz alleine auf Calvi stoßen. So eine Fahrt ums Kap Corse, da wird man immer mit solchen atemberaubenden Ausblicken verwöhnt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon einmal an einer Straße so viele Kilometer am Meer entlang gefahren bin. Also das ist ja echt der Hammer. Sehr, sehr empfehlenswert und wir haben jede Menge Spaß. So, Ralf und ich sind angekommen in Calvi und wir haben endlich sein Motiv, das er auf dem Bild hat, gefunden. Es ist ein extremer Weitwinkel. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Dort hinten steht die Zitadelle, die er auch auf seinem Ölgemälde hat.
Das Bier, was wir hier trinken, ist korsisches Bier. Und die Korsen sind nun nicht gerade die traditionellen Bierbrauer. Erst 1995 haben sie damit angefangen. Aber dieses Bier hat eine Besonderheit. Denn oft werden diesem bei den Brauen Kastanien beigemischt oder auch andere Kräuter. Das verleiht dem Bier so einen ganz leicht süßlichen Geschmack. Man muss es mal ausprobieren. Ich finde es ganz in Ordnung. Der Ralf hätte gern was Herberes. Was für echte Männer eben. Was war das ein genialer erster Tag auf Korsika. Küstenstraße ohne Ende, Sonnenschein, Ralfs Zitadelle gefunden und ein super leckeres Abendessen. So darf es gerne weitergehen. Nach einem heftigen nächtlichen Regenschauer fahren wir am nächsten Tag die Westküste weiter in südlicher Richtung. Dies lässt sich nicht nur auf Asphalt tun, sondern auch auf Schotter. Okay, wir sind keine echten Cowboys. Aber ein bisschen so fühlen wir uns, wenn wir auf unseren Motorrädern am Meer entlang fliegen. Was wäre all das, was uns umgibt, wert, wenn es keine Emotionen in uns auslösen würde? Was würde uns überhaupt noch antreiben, hinaus in die Welt zu gehen und zu schauen, was es da sonst noch gibt? Sind wir nicht alle tief im Herzen ein klein wenig Cowboys? So, wir befinden uns vor dem Städtchen Porto. Und hier auf Korsika, da hat es eine Besonderheit. Und zwar, ich zeige es euch einmal. Und zwar, die Korsen sind zwar ein französisches Departement, aber die Korsen haben eigentlich geschichtlich eine völlig eigene Sprache. Korsisch, eine romanische Sprache. Und damit diese nicht völlig untergeht, sieht man hier auf diesem Schild ganz deutlich, oben ist die französische Bezeichnung drauf, die hat man durchgekritzelt, und unten drunter ist die korsische Bezeichnung, damit die sich stärker durchsetzt. Die französische Sprache auf Korsika haben die Franzosen versucht einzuführen 1780. Das Korsische verschwand in den privaten Bereich und wurde auch nicht mehr in der Schule unterrichtet.
1970 kam es zu den ersten Krawallen und schließlich hat man dann seit wenigen Jahren, um diese dann abzumildern, Korsisch wieder als Pflichtfach in der Grundschule eingeführt. Der Ralf macht gerade ein bisschen ein langes Gesicht, weil ich mal wieder anhalten musste, um was hier an die Kamera zu labern. Denn gerade ist wieder eine ganze Kolonne von Fahrzeugen auf den Bergstraßen an uns hier vorbeigefahren, die wir alle schon fleißig überholt hatten. Jetzt liegt die Arbeit wieder vor uns, aber wir haben unseren Spaß dran. Ja, das ist ein Opfer. Das ist ein Opfer. Es gibt so ein paar Sachen, auf die würde ich gern verzichten auf einer Motorradreise, und das ist Platten. Aber früher oder später, da erwischt es einen eben mal. Glücklicherweise hat es mich gerade erwischt mit den Platten, wo ich mich genau vor einem Reifenreparaturgeschäft befunden habe. Es dauert nicht lange und ein begeisterter Honda-Mechaniker öffnet uns die Pforten. Honda, yes! Der Werkstattmeister hat dem Ralf gerade erklärt, dass KTM scheiße ist, er soll Honda fahren. Ich weiß jetzt Bescheid. Ralf ist eigentlich ein Honda-Veteran und war schon in jedem Land Europas und drumherum unterwegs. Gemeinsam hatten wir schon ein paar tolle Touren gemeistert. Irgendwann ist er dann bei der dunklen Seite der Macht gelandet und hat sich für eine KTM entschieden. Ich hoffe, ich werde ihn irgendwann wieder bekehren können. Da ist ein echter Fachmann am Werk. Ein paar geschickte Handgriffe und schon können wir wieder unsere Tour fortsetzen. In südlicher Richtung geht es über Kagese bis nach Ajaccio. Ralf und ich sind angekommen in Ajaccio und genau hier soll Napoleon Bonaparte geboren sein. Und ich dachte, wir beide können hier jetzt auch ein Museum besuchen, doch leider ist es so aufgrund der äußeren Umstände. Jetzt können wir dort leider auch nicht rein. Was machen wir jetzt? Was trinken. Was trinken. Gut. Kein Museum, keine alten Steine, keine alte Geschichte, wir gehen was trinken. Wie ich mir die Karte von Korsika angeschaut habe, hat mich eine Sache doch in größere Verwunderung gesetzt. Auf dieser kleinen Insel, die nicht wesentlich größer als der Schwarzwald ist, gibt es tatsächlich ein eigenes Schienennetz für den eigenen Zug. Die Korsen nennen ihn gerne auch Trenocchio, die kleine Eisenbahn. Und diese kleine Eisenbahn, die hat man bereits angefangen zu bauen 1888. Ganze 20.000 Arbeiter waren daran beteiligt. Man hat ein Schienennetz gezogen, nicht etwa außen herum, wo möglichst wenig Gebirge ist, sondern einmal quer durch von Bastia nach Ajaccio, ganze 158 Kilometer. Diese 20.000 Arbeiter haben für diese Strecke Bauzeit gebraucht, lediglich 6 Jahre. Eine Strecke von 158 Kilometern mit ganzen 41 Tunneln und 52 Brücken in dieser kurzen Zeit. Wenn ich hier an den Berliner Flughafen denke, dann bringt mich das schon ein wenig zum Schmunzeln. 1942 bis 1944 sind hier die Deutschen mit den Italienern einmarschiert. Diese sind tatsächlich hingegangen und haben diese Züge auseinandergenommen, um das Schwermetall für ihre eigene Kriegsmaschinerie zu gewinnen. Der einzige große Bahnhof in Bastia damals wurde 1944 schließlich von den Amerikanern bombardiert und leider komplett zerstört. Der Nachbau ist leider nur ein Betonkasten.
Wir befinden uns hier in Aleria, einer alten Siedlungsstätte der Griechen. Diese waren bereits hier über 400 Jahre vor Christus. Die ersten Rückschlüsse auf menschliches Leben gehen auf dieser Insel bereits auf 6000 vor Christus zurück. In dem gesamten weiteren Verlauf ist diese Insel Korsika immer umkämpft gewesen, sei es von den Griechen, den Römern, den Italienern, den Arabern. Jeder wollte sich diese Insel krallen und die Korsen mussten sich immer aufs Heftigste zur Wehr setzen. Als schließlich die Griechen hier in Aleria ihre Siedlung gebaut hatten, kamen schon kurze Zeit später die Römer, eroberten Aleria und von hier aus begann ein 100 Jahre lang erbitterter Kampf, in dem die Hälfte der Korsen ihr Leben lassen mussten, bis die Römer wieder abzogen. Später folgten dann die Genuesen, nahmen wieder dieses Land ein. Unter dem Freiheitskämpfer Paoli konnten die Genuesen wieder zurückgeschlagen werden. Das Königreich Genua ging aber einfach hin und verkaufte Korsika einfach, obwohl es gar nicht mehr im Besitz dessen war, an Frankreich. Schließlich rückten später wieder die Franzosen ein. Das war ungefähr 1780. Eine neue Herrschaft unter den Franzosen begann. Wie ich euch bereits erzählt habe, haben die Korsen ihre eigenen Sprache, eigene Bräuche, eigene Feiertage und eigene Gewohnheiten, ihr Leben zu gestalten. Auch heute gibt es noch Bestrebungen, für mehr Unabhängigkeit Korsikas zu sorgen. Mittlerweile bilden die Nationalisten Korsikas wieder die Mehrheit im korsischen Parlament. Die Frage, die sich mir während der Reise immer wieder einmal stellte, war: Fühlt sich der Korse in erster Linie als Korse oder als Franzose? Und wäre die Unabhängigkeit von Frankreich ohne dessen Subventionsspritzen tatsächlich zum Vorteil Korsikas? Mit diesen Fragen im Kopf machen wir uns auf den Weg zu unserem letzten dicken roten Punkt, ehe wir die Fähre in Bastia ansteuern werden. Wo wir jetzt hier sind, das ist die Kirche San Francesca di Caccia. Die ist schon 1569 erbaut worden. Irgendwann ist hier dann der Friedhof einfach zu voll geworden. Und da man unten im Dorf ohnehin eine neue Kirche gebaut hat, ist man dazu übergegangen und hat hier auch die Kirche selber innen drin noch als Friedhof verwendet. Aufs Glück, Karin. Aufs Glück. Vertragen wir uns wieder. Wir vertragen uns wieder, genau. Vom Ralf muss gesagt werden, der hat immer etwas dabei, und zwar er ist Liebhaber von Single Malt. Ich habe vorher überhaupt nicht gewusst, was ein Single Malt überhaupt ist. Was kredenzt du uns denn heute? Ein Japaner. Ein Japaner. Nikkei Whisky. Nikkei Whisky direkt aus dem Fass. Also was für echte Männer. Aufs Glück. Aufs Glück.
Das Geheimnis ist, du musst den im Mund behalten. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal getrunken habt. Oh, das Nicht ist gleich hinterschlucken, du musst den im Mund behalten. im Mund behalten, damit sich das Aroma Genau. verteilen kann. Mal gucken, ob ich nach unseren 5 gemeinsamen Fahrtagen etwas trinkfester werde. Wir werden sehen. Oh Gott! Mir graut schon vorher. Komm, sei mal ein echter Klausmann. Aufs Wohl, aufs Glück. Ich habe gedacht, irgendwann tritt mal ein Gewöhnungseffekt ein. Aber das ist nicht so, gell? Es muss gelernt sein. Du musst